alle Pastoren und Gemeinden der Palästina, der NEXA, LCSA, ELSA und Missionsgemeinden, Ecopileni, Ntombe und Ekonvela und Dirkisdorf, auf jeden Fall hier herzlich willkommen. Oberbürgermeister aus Deutschland, Herr Ulrich Nächste, schon 1992 und 1995 hier gewesen, diesmal mit einer anderen Delegation. Auf jeden Fall fühlen Sie euch hoffentlich hier auch schon zu Hause, Lüneburg. Ja, mehrere Gäste aus Deutschland. Hoffentlich fühlt ihr euch auch zu Hause in der weihnachtlichen Stimmung mit dem angemessenen Wetter, nicht wahr? Auch Dr. Thomas Hambrock, Mutter aus Holland, der ein vehementes Interesse an der Geschichte zeigt. Gestern war er auch wieder dabei, auch die Geschichtsbücher da abzufotografieren mit seiner Forschungsarbeit. Hoffentlich hier auch Dr. John Mbuli. Hoffentlich ist er hier. John Mbuli, welcome. Yeah, somewhere he is here. Yeah, he will also say a word of greeting later on. Also, Rainer Niebuhr, who put in a huge effort to round up the work of printing of the history books and also the running of the Gender Trust. Welcome. Wie gesagt, ganz herzlichen Dank auch, dass ihr alle gekommen seid. Ich muss immer sagen, besonders die jungen Kinder, so alle 15 Jahre und so weiter, wenn ihr 65 seid, ne, die 15-Jährigen, 65, dann feiert ihr 200. Jubiläumsjahr. Also diesen Tag nicht vergessen, denn viele von den Älteren hier unter euch, ihr wart bei der 100-Jahr-Feier, einige sagen sogar bei der 75. Jahrfeier. Eine unglaubliche, reichliche, lebendige Geschichte, die hier auch unter uns ist. Wir bleiben sitzen und hören zum Eingang passend Verse aus Psalm 84. Beliebt sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Zwerge halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen füllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott Zion. Denn ein Tag in den Vorhöfen ist besser als 5000. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes meinen lassen, den Frommen. Herr Zebaoth, wohl den Menschen, der sich auf dich verlässt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es beim Anfang ist und sein wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und lass uns fortfahren mit dem ersten Lied, Pfingstlied hier auch zu diesem Festprogramm, diesmal mit afrikanischen Kulturrollen. Schmückt das Fest mit ein.
Wir hatten den Bischof begrüßt am Anfang, wir hatten die 3 Pastoren. Übrigens bitte jetzt auch Grüße von der Gemeinde, die da mit auch erkastet. Dankeschön für die Predigt, lieber Dieter. So mit bei, er nannte die Kantate und angeblich wurde mir gesagt, dieser Altar bzw. die Werkbank wurde mit auf der ersten Fahrt von der Kandate mitgebracht aus Deutschland. Die ersten Journalisten haben mit diesen Handwerkzeugen hier und da hinten ausgestellt auch gearbeitet. Also auch viel Geschichte hier in unserer Mitte. Nun darf ich bitten, Herr Kurt Peter, der uns den Ehrengast, den Bürgermeister von Lüneburg, Deutschland, vorstellen wird. Liebe Festgemeinde, schön ist es, dass wenn wir hier Feste feiern in Lüneburg, Südafrika, unsere Urahne in der Lüneburger Heide, hat Lüneburg uns dann erst mit einem Besuch. Vielen Dank, Herr Metke und die Delegation. Ja, damals war der Oberbürgermeister aus der Städtchen, der diese Tradition begann. Es war unser 100-jähriges Jubiäum 1969 und viele Male danach kamen wir auch noch hier zu Besuch. Sie, Herr Metke, bekamen diese Besucherstaffel in 1992 zum deutschen Festjahr, wo sie uns ehrten mit dem großen Festessen der deutschen Kulturgemeinschaft ZVM und ihrer Ansprache dort. Dann kamen wir diese 1995 auf die Schule und 25 Jahre alt war mit einer 6-köpfigen Delegation sogar. Ja, und dann viele Male war die Schule hinterher Nutznießer und Spende aus der Lüneburger Stadtkasse. Ja, Spenden, Ausstattierung des Computerraumes und sogar das Kindermusical Mox und Arti stammt aus Stadt Lüneburg. Immerzu ab 95, wir waren im Briefwechsel, kam die Frage hoch, gibt es keinen Anlass, dass sie mal wiederkommen können. Da dachte ich eben, nein, noch ein bisschen warten. Die 150 kommen. Jetzt ist die 150 da. Also, Herr Metke, unsere Bitte an Sie. Der Zahn der Zeit nach, irgendwann für Sie wird es auch soweit sein, bitten wir, dass Sie diese Besucherstaffel für Ihre Nachfolge überreichen. Dass der Kontakt zwischen Lüneburg Süd und Lüneburg Nord sehr bleibt. Es ist mir eine Freude, Herrn Oberbürgermeister Metke ans Wort zu stellen. Sehr geehrter Herr Pastor Damanske, Herr Bischof Reinsdorf, Kurt Evers, liebe Lüneburgerinnen und Lüneburger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Geht es? Ja, geht noch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung, hier wieder zu sein und gratuliere als Oberbürgermeister der Hansestadt Lüneburg Ihnen und unseren Freunden der Peter-Pauls-Gemeinde ganz herzlich zu Ihrem 150-jährigen Jubiläum. Auch im Namen der christlichen Kirchen aus Lüneburg, das wurde mir extra aufgetragen, sollte ich die Grüße überbringen. Wir sind zu 5 heute da, also nicht 6, das sind meine beiden Bürgermeister, Eduard Collin, Ulrich Löw, Herr Morgenstern ist dabei, ein Ratsmitglied, und Frau Kipfel, meine persönliche Referentin, die dafür gesorgt hat, dass wir überhaupt hier sind, weil sie alles organisiert, gemacht, getan hat, und darauf kann man sich auch gut verlassen. Und wir sind gern gekommen, auch wenn es so lange gedauert hat. Ich sage, wir müssen irgendwann mal wieder nach Lüneburg in Südafrika, aber wir brauchen einen Grund, sonst dürfen wir ja nicht reisen, jedenfalls nicht in offizieller Mission, und den haben wir hier bekommen. Wenn ich hier bin und mich umschaue mit vielen Reden, dann erinnert man sich natürlich genau an 92 und 95, als wir hier waren. Wir waren alle etwas jünger und haben uns aber damals schon ausgetauscht. Wir haben gesprochen und haben immer über diese Freundschaft, die ja durch Alfred Stäbchen hier auch begann, gesprochen. Wie können wir die intensivieren, auch zwischen den Schulen, auch zwischen den Menschen? Weil Städtefreundschaften, Freundschaften, das ist bei Ihnen genauso wie bei uns, funktionieren nur, wenn sich die Menschen begegnen und miteinander reden und auch Gemeinsamkeiten haben. Und es klappte an der einen oder anderen Stelle, wir haben es ja eben schon gehört,
Wir haben damals symbolisch einen Baum gepflanzt. Ich weiß nicht, ob die Eiche noch da ist oder ob sie vielleicht auch ein Opfer des Wetters wurde, um eben an Deutschland zu erinnern oder an die kühlen Tage in Deutschland und damit wir das auch in Erinnerung behalten. Und so ist, glaube ich, unsere Freundschaft gewachsen. Nicht zuletzt, weil Alfred Trebchen dann hier in Südafrika nochmal seine zweite Frau gefunden hat, die dann mit nach Lüneburg kam und die ist jetzt 90 Jahre alt, bester Gesundheit und die erzählt mir immer begeistert und hat uns auch vorbereitet auf diesen Besuch hier und hat uns die Details mitgeteilt. Meine Damen und Herren, Sie sind ja Ihre Vorfahren aus der Lüneburger Heide gekommen. Man sieht die ganzen Ortsnamen. Die Heide gibt es noch, Hermannsburg gibt es natürlich auch noch und die Ortschaften auch, aber auch dort hat man sich weiterentwickelt und ist heute mehr touristisch auch unterwegs an der Stelle, aber die Region besteht. Die erste Begegnung war ja 1956, als wir 1000 Jahre alt wurden als Stadt und der Alfred Trebchen damals gesagt hat, ich hole alle Lüneburgs, die es gibt in der Welt, die lade ich ein. In Namibia ist noch ein Lüneburg, 2 sind in Amerika und er hat sie, glaube ich, auch alle mal bereist und besucht. Und so ist das entstanden. Und was ist es schöner, was ist schöner, als wenn man in Freundschaft ein Fest begeht, egal welches und auch über die Jahre, wie das heutige. Und wir haben eben, wie gesagt, diesen Grundstein gelegt und wir freuen uns, dass unsere kleine Schwester, die Kirchengemeinde und auch die Gemeinde Lüneburg jetzt also auch Geburtstag feiern. Es sind zwar 12.000 Kilometer, aber für uns war das nicht so viel jetzt mit dem Flieger. Das war okay, weil auch der Zeitunterschied nicht so groß ist und man also auch schnell zu Hause ist. Und wir sind am Flughafen wunderbar begrüßt worden mit Schwestern und wir waren, wie gesagt, wie zu Hause. Ich schaffe es nicht, wie mein Vorgänger Alfred Trebchen 20 Mal hierher zu kommen. Ich habe mit Frau Kipfer gesprochen, wir wollen es nochmal in den nächsten Jahren dann versuchen, hier nochmal zu Besuch zu kommen, weil uns eben wirklich dieses Lüneburg hier im Nahtal am Herzen liegt. Alfred Trebchen hat mal gesagt, als wir hier waren beim letzten Mal, entstanden ist eine menschliche Brücke über viele tausend Kilometer hinweg. Und ich glaube, das ist das, was uns eben verbindet, diese menschliche Verbindung über die Ländergrenzen hinweg. Und wir freuen uns immer dann auch besonders über die Lüneburger Schule, die wir auch gerne mit unterstützen, weil ich finde, das gehört zur Identität dazu, dass man diese Schule stärkt, um zu sehen, woher komme ich, wohin gehe ich aber auch und mit wem mache ich dieses. Und das heißt nur, Identität zu haben und nicht beliebig zu werden. Und da sehe ich das als Schule eben auch mit der deutschen Muttersprache als eine kulturelle Einrichtung hier in ihrer Gemeinde. Viele junge Menschen waren bei uns, sind hierher gereist. Die jungen Leute heute sind ja viel mobiler als wir in unserer Generation. Wer nicht im Ausland war, war altmodisch oder ist unterwegs im Praktikum. Das finde ich gut so, weil das verbindet auch und schafft auch kulturelle Ebenen, über die wir damals in unserer Generation nie nachgedacht haben. Und es schafft Sprachkenntnisse, aber auch man lernt den anderen kennen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Keine wirtschaftliche Zusammenarbeit und keine politischen Absichtserklärungen können das ersetzen, nämlich die persönliche Begegnung mit den anderen und mit den Situationen der Menschen in anderen Ländern. Und man muss nur auch schauen, wie geht es in dem anderen Land von sich und jeder muss seinen eigenen Weg finden. Es ist immer schwierig. Als ich letztes Mal hier war, kurz danach, ist Mandela bei Ihnen Präsident geworden und er hat sich ja sehr bemüht und für uns da oben im Norden war er auch ein großer Hoffnungsträger für Südafrika, ein Symbol auch für die Entwicklung an dieser Stelle. Und die Entwicklung müssen Sie selber beurteilen. Wir können sie nur aus Europa heraus unterstützen und Ihnen Mut machen, nach vorne zu schauen, wie es vorhin auch in der Predigt anklang, weil nach hinten schauen hilft meistens nicht. Spätestens am nächsten Morgen geht es wieder nach vorne und da muss man schauen, wie man sich entwickelt. Und dafür müssen Sie den eigenen Weg finden. Und ich glaube, die Kirchen dabei, und ich komme auch aus einer christlichen Gemeinschaft, die können dabei helfen. Nämlich in der Bibel steht, vor Gott sind alle Menschen gleich. Und auf diesem Weg muss man, glaube ich, auch auf diesem Maßstab weitergehen und hier seinen Weg fortführen. Vorurteile und Unsicherheit, auch in unserem Raum, wenn wir ein bisschen deutsches Fernsehen sehen, dann wissen Sie, dass wir auch mit Problemen kämpfen, die eigentlich keine Probleme sind, aber es geht auch oft über Vorurteile oder Unsicherheiten in dem Raum, die man dann versucht überwinden zu müssen. Und wie gesagt, die Chance liegt immer daran, nach vorne zu gehen.
Meine Damen und Herren, ich möchte nochmal an dieser Stelle allen danken, die sich mitbemüht haben, diese Freundschaft am Leben zu halten, sie gemeinsam zu entwickeln über die vielen Kilometer hinweg, die Briefe geschrieben, die Mails geschrieben und gemeinsam die Schule unterstützt und uns immer nochmal angerufen, jetzt auch in letzter Zeit kurz hat immer angerufen, wann kommt ihr, kann ich noch was tun für euch? Das ist das, was gut tut und was uns dabei auch hilft. Und ich habe mal gelesen, es gibt ein Wort, das glaube ich auf Zulu lautet, werde nicht müde, Gutes zu tun. Und ich glaube, das kann man übertragen auf euch hier alle in der Gemeinde Lüneburg und in der Kirchengemeinde, dieses Gutes zu tun, nicht nur uns, sondern auch anderen gegenüber und der Gemeinschaft. Das spürt man dabei. Und ich kann zum Schluss einfach nur alles Gute wünschen, einen guten Weg, Gottes Segen vor allem dabei, dass der Weg der richtige ist, den man sucht, den man findet und dass es nach vorne geht. Und ich gratuliere nochmal ganz herzlich zum Jubiläum der Paulsgemeinde hier in Lüneburg und freue mich noch auf ein paar Tage, die wir hier sein können, auch im Namen meiner Delegation. Herzlichen Dank. Wir haben natürlich was mitgebracht. Es gibt so einen Spruch, eine gute Tante, die Klavier spielen kann, ist gut, aber der Onkel, der etwas mitbringt, der ist noch besser. Und insofern haben wir etwas mitgebracht und vielleicht, den darf ich jetzt geben, Ihnen oder Kurt, oder wer möchte es gerne haben? Einmal natürlich eine schöne Urkunde, die wir gefertigt haben, aus Lüneburg nach Lüneburg zur Gratulation. Und vielleicht kennen einige die Geschichte der Stadt Lüneburg mit dem Salz, mit dem Lüneburger Salz, mit der Salzsau. Und ich erzähle sie nachher ganz gerne. Aber wir haben eine Salzsau mitgebracht, die hat immer uns viel Glück, viel Wohlstand gebracht und Zukunft gebracht, auch aus dem Wohl. Die findet sicherlich irgendwo noch einen Platz und ein paar Lüneburger Giebel sind auch aufgemalt. Also nochmal herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Auch wir unsererseits möchten Ihnen gerne etwas überreichen und da bitte ich noch einmal Regina kurz. Von den Geschichtsbüchern hat das so geschrieben, auch vergleicht man die Bilder mit der heutigen Zeit, die alten Bilder von damals mit der heutigen Zeit, so haben Technologie und Wissenschaft doch eine ziemlich neue Welt äußerlich geschaffen. Aber es bleiben Menschen, die sich begegnen, Menschen, die Hilfe und Kraft und das Heil Gottes brauchen. Ob mit Feder oder Tinte bei Kerzenlicht mit zitternder Hand geschrieben oder auf virtuellen Bildschirmen digital auflistend, Gott lässt sein Wort wirken weltweit. Wir bezeugen es vornehmlich durch das persönliche ausgesprochene Wort, das den Inhalt und das Heil der Erlösung verträgt. Deshalb wird es auch in Zukunft Kirche geben und wir vertrauen darauf auf eine Peter-Pauls-Gemeinde. Als Zeichen der Verbundenheit und Dankbarkeit bitte nehmt diese besonderen Geschichtsbücher in Empfang. Kommende. Das erste an Herrn Oberbürgermeister Ulrich Metke. Das ist persönlich und noch eins für die Stadt. Bibliothek. Ehrenamtlicher Bürgermeister und Ratsherr, Herr Eduard Kolle. Ehrenamtlicher Bürgermeister und Ratsherr, Herr Ulrich Löw. Ratsherr Hendrik Philipp Morgenstern. Verwaltung und Leiterin des Büros des Oberbürgermeisters, Frau Stephanie Kipschow. Und wie gesagt, unsere herzlichsten Grüße auch wieder durch Deutschland. Die Gemeinde hält ihr Gottes Füße preisen, das nächste Lied. Ja.
dann zu seinem Ziel. Dazu brauchen wir das Verständnis auf 3 Ebenen. Die Geschichte jeder einzelnen Person, die Geschichte einer Gemeinde und Gemeinschaft und die ganze Geschichte im ganzen Kontext. Alles wirkt zusammen. Interessant, dass es im Hebräischen kein Wort für Geschichte gibt, wie im deutschen Verständnis, aber doch ein Wort für ein kollektives Gedächtnis. Oder eben Geschichten. Es sind die vielen Geschichten, die die Geschichte ja ausmachen. Einige davon sind in dieser Festschrift festgehalten worden, dank des mühsamen Einsatzes des Geschichtskreises und andere Personen auch an den Geschichtskreis. Herzlichen Dank. Wir hören nun einige Kostbarkeiten aus der Lüneburger Kirchengeschichte. Liebe Festgemeinde, vor 10 Jahren, mit dem 140. Gedenken der Gründung dieser Gemeinde, wurde der Gemeinde bei einer Gelegenheit eine Zusammenfassung mitgeteilt von den Geschehnissen in den damals vergangenen 40 Jahren seit dem 100-jährigen Jubiläum 1969. Auf Anregung von unserem vorigen Gemeindepastor, Dieter Schnackenberg, wurde ein Geschichtskreis gegründet, in dem er auch eifrig als Teilnehmer mitwirkte, bis vor 2 Jahren, als er dann wegberufen wurde nach Kapstadt, wie wir es schon gehört haben. Wir freuen uns, dass er mit Familie heute diesen Tag mit uns erleben kann. Dieser Geschichtskreis sollte sich für das 150. Jubiläum vorbereiten. Damals empfand sicher so manche, auch von uns, dass das wohl etwas sehr lange im Voraus sind, 10 Jahre. Aber die Wirklichkeit hat es als den ganz richtigen Zeitpunkt bewiesen. Einige interessierte Glieder wurden Teil von diesem Geschichtskreis und der geschichtliche Teil wurde nun angepackt als Vorbereitung für diesen Tag, den wir nun heute mit dankbarem Herzen erleben dürfen. Für die Anregung, Pastor Dieter, einen herzlichen Dank. Der Gedanke war, eine Festschrift zusammenzustellen, die inhaltlich die vergangenen 150 Jahre mit Nachdruck auf den letzten 50 Jahren wiedergeben sollte. Familiengeschichten, Fotos und andere Geschichten wurden gesammelt, zusammengetragen. Dazu wurden Berichte von verschiedenen Personen geschrieben, die die Aktivitäten und andere Bereiche innerhalb der Gemeinde festlegen sollten. Die erste Gemeindechronik erschien vor 35 Jahren, 1984, zusammen mit dem 100-jährigen Jubiläum des jetzigen Kirchengebäudes. Die wichtigste Information aus dieser Chronik ist, wenn auch in etwas verkürzter Form, in der neuen Festschrift mit hineingenommen. Herr Kurt Jefers, der schon bei der genannten ersten Chronik zusammen mit seiner Mutter, Frau Aletta Jefers, betroffen war auch in diesem Fall die ganz geeignetste Person, diese neue Festschrift zusammenzustellen. Außer dem Beschluss in Bezug der Festschrift kam der zusätzliche Gedanke, Denkmäler zu errichten. Das erste, was wir schon gehört haben, wo die ursprüngliche kleine Domkirche 1869 gebaut wurde, und das zweite schon nach 18 Monaten die Fachwerkkirche mit Grasdach 1871 in Gebrauch genommen wurde. Wegen Unruhen in der Lüneburger Gegend wurde ein Lager um die Kirche gebaut, wo die umliegenden Familien Schutz suchten, besonders im Blutkrieg 1879. Diese beiden Denkmäler sind, schon wie gehört, am vergangenen Sonntag enthüllt worden. Die sollen dazu dienen, dass die Geschichte der Gründer der Gemeinde, der jetzigen Generation, aber auch der zukünftigen erhalten bleiben. Die schweren und gefährlichen Umstände, unter denen sie zu leben hatten, aber besonders dann auch Gottes gnädigen Schutz und Beistand, der ihnen geschenkt wurde, ist das herausstehende Ereignis dieser Geschichte.
Auch können wir heute von dieser unverdienten Gnade dankbar bezeugen. In beiden Angelegenheiten, also Festschrift und Denkmäler, hat Herr Kurt Gefes einen ganz besonderen und wertvollen Beitrag und Einsatz geliefert. Ihm sind wir viel Dank schuldig für viele Stunden, besonders im vergangenen Jahr, diesem wichtigen und ereignisvollen Projekt, der das seine Zeit gewidmet hat. Ihm gilt einen großen Dank. Schon habe ich gesagt, er war die geeignete Person. Ich denke, die meisten kennen Herrn Kurt Gefes, lange Lehrer und Schulleiter dieser Schule, der auch den wichtigen und sehr wertvollen deutschen Sprachunterricht gegeben hat, über viele Jahre. So, da war kein anderer. Mit diesen paar einleitenden Worten und Gedanken möchte ich nun Herrn Kurt Gefes ans Wort stellen, der in einem Vortrag über den historischen Werdegang in den vergangenen 150 Jahren uns einen Einblick geben möchte. Dankeschön, Herr Regner, für die netten lieben Worte. Aber ich war bestimmt nicht alleine. Herr Regner als Vorsitzender hat uns immer zusammengetrommelt. Da war die Pazifistin Frau Ali Liebe, die ganzen Fotos Frau Korber Liebe im Leihhaus, die ganzen Familiengeschichten, Frau Veronika Schlingenberg dort. Viele Hilfe war dabei, ich nenne nicht die anderen alle. Aber vielen Dank dem ganzen Komitee. Sie waren ein wunderbares Team und haben schön zusammengearbeitet. Wir haben heute schon öfter gehört. 150 Jahre. Vielleicht ein besonderer, ganz außergewöhnlicher Tag für uns als Gemeinde. Vor 150 Jahren war hier noch nichts, nur wirklich. Hier und da eine einheimische Niederlassung. Langes Tabukigras überzog die Flächen, keine Wege. Und heutzutage haben wir Brücken, Straßen, kleine Ortschaften, Gemeinden. Ja, vieles ist geschehen in diesen 150 Jahren. Hiermit, Lüneburg hier, war ja ungefähr die Wiege des deutsch-lutherischen Volkstums in dieser ganzen Region, Südosttransvaal, Nordkwazulu-Natal. Aber kommen wir werfen einige Streitlichter auf das 18. Jahrhundert. Um die 18. Jahrhundertwende, 1806, das Kaplan-Division von England, das plagt einige Fuhren, steigen auf die Ochsenwagen mit ihren Siebensachen und ziehen ins Innere des Landes. Hier suchen sie Freiheit. Eine dieser Trägergruppen zieht über die Drakensberge in das heutige KwaZulu-Natal, um dort von König Dingane Land zu kaufen. Kauf beendet, zum Festschmaus eingeladen, 70 Buben kommen und werden alle 70 getötet, nicht nur sie. Auch die zwei Lager mit Frauen und Kindern, über 400 Leute. Das wurde Rupfer bei den anderen Trägergruppen und die beschlossen, das lassen wir nicht ungerecht. Es kam zur Schlacht von Flutgefehl 1838. Die Buren waren Sieger und besiegelten die Republik Natalia. Nur 8 Jahre war es ihm vergönnt, dann kam der Außerfeind England schon wieder. Diesen schönen urbanen Hafen mit der Republik, den wollen wir haben. Viele Buren packten ihre Sachen aus den Ochsenwagen, verließen die Republik Natal. Ja, das war in Südafrika, das war in Deutschland. Nur 2 Jahre später kam der junge, begabte Mann Wilhelms nach Hermannsburg. Wir haben heute Morgen schon viel von ihm gehört. Wir haben gehört von seiner Missionsorganisation, die Hermannsburger Mission, die gegründet wurde. Er ließ das Segelschiff, die Kantate bauen. Wir haben auch schon gehört, Erika, ich weiß nicht, ob Sie noch mit mir richtig überspringen bisschen. Gut, die Kantate segelte ums Kap der Guten Hoffnung, die Ostküste hoch. Wir hörten es heute Morgen, alles vergeblich. Wir vergisst umkehren, wieder in Urban Zwischenlandung und dort wurden die Leute überredet. Waren denn da, macht es doch hier. Aus Galaland wurde Zululand. Das hörte der Vater Hans in Hermannsburg erst 3 Monate später. So lange dauerte eine Schiffsreise. Ja, in Südafrika kauften sich eine Farm Perseverance, benannten sie um nach Hermannsburg,
Dort entstand das Landhaus, das heutzutage noch dort steht, das heutige Museum dort. Dort wohnten alle Handwerker und Missionare zusammen in diesem Haus. Wir überspringen die Geschichte ein bisschen von schwerem Anfang dort, Aufbau der ersten 2 Missionsstationen, Erlernen der Zulu-Sprache, Verheiratung der Junggesellen und befinden uns auf der zweiten Phase der Kandate, 1859. Wir Missionare und Handwerker an Bord, die konnten ja nicht in den Berggebiet eingesetzt werden. Es musste gekundschaftet werden, wo wir jetzt sind. Missionarfürsten und Schütz wurden losgeschickt, um das ganze Norden zu erkunden. Ja, man sagt das so einfach, aber wenn man es sich vorstellt, 2 Europäer mit 3 einheimischen Pilgern durchwandern hier mannshohes Gras, zerklüftete Schluchten, reißende Flüsse, Raubtiere und schließlich kommen wir an die Swasiland-Grenze. Und da, der König sagt, wir haben schon eine amerikanische Mission, wir brauchen keine zweite. Zum Glück hatte der König Mpande inzwischen schon gesagt, dort, wo der Dombe-Fluss in den Pongola mündet, dort in dem Gebiet könnt ihr eure Missionsstation gründen. Eigentlich hatte er keine Macht dazu. Die Grenze des Zululandes war der Pongola-Fluss. Und jeweils des Pongolas hatte die ZAR schon von Swasiland bekommen. Das wussten unsere 2 Missionare nicht. Sie verließen sich auf den König Mpande und plötzlich ging los mit Missionsaufbau. 1860 die Missionsstation Dombe, so etwa 10 Kilometer östlich. 1861 die zweite Missionsstation Ekomberla, Weisung, hier ungefähr 10 Kilometer zum Westen. Die 3 Handwerker, Hans Hinzel, Rabe, Kurzjahr, waren die Helfer, die diese Missionsstationen aufbauten. Die hatten gesehen, welch gutes Land dies war. Sie kündigten ihren Dienst an der Mission, kauften sich hier einen Farm und begannen mit dem Erwerben. Es war ein paar Jahre später, dass die Mission sagte, diese ganzen Handwerker und Missionare werden uns einfach zu teuer. Die Finanzen sind zu hoch. Alle Handwerker wurden gekündigt, aus dem Dienst entlassen. Es wurde gesagt, ihr seid entlassen, wir können euch auch keine Reise zurückgeben nach Deutschland. Ja, sie mussten sehen, wie sie hier fertig wurden. Zum Glück haben sie ihre 3 Brüder hier schon hier oben, die hier eine Farm gekauft haben. Die ließen nach Hermannsburg wissen, kommt hierher. Hier gibt es eine Erwerbsquelle. Und was war diese Erwerbsquelle? In den Urwäldern um uns, in den Bergen, an den südlichen Hängen, in Urwäldern, dort gab es vieles Nussholz, Eisenholz, Stinkholz, Kerbholz. Dieses Holz wurde geschlagen, diese Kugeln versägt, deswegen wir die sehen noch. Ja, und die Bretter dann verkauft. Wir haben guten Absatz für die Bretter, das ganze Hochhaus war baumlos. Und später wurde auch Golf entdeckt in Badeton, dann 3 Wochen per Ochsenwagen hin und dort die Waren verkauft. Bis hin nach Botswana hatten sich die Missionen ausgebreitet, Botswana damals. Bis dahin wurde unser Geldholz geliefert, 5 Wochen mit dem Ochsenwagen. Alle, die sich hier niederließen, taten das ja zuerst mit den Segen in den Kugeln. Ja, es wird erzählt, dass wenn da kein zweiter Mann war, dass die Frau unten in der Kuhle die Säge mit bediente. Und wenn die Frau Essen kochen musste, dass man einen Stein unten an der Säge festfasst. Wenn man dann Stein und Säge hochziehen musste. Aber sie schafften es alle binnen kurzer Zeit, etwa 3 Jahre, ihre Farmen abzuzahlen. Ja, es waren ruhige Aufbaujahre, bis es zur nächsten Leiche kam. Da fragte die Frage, was machen wir? Wo wird diese kleine Leiche beerdigt? Ja, das brachte dann Gemeindegründungsgedanken. Zum Glück, wir hören es heute Morgen, war Pastor Tutte gerade in der Gegend und er wurde dann gebeten, der nächste Pastor zu sein. Heute, vor 150 Jahren, wurde dort im böhmischen Haus an meiner linken Seite 3 Kilometer entfernt,
Woher folgt man Böhmen heute, in 4. Generation folgt man, heutzutage noch tot. Ja, dort feierten sie den ersten Gottesdienst und am Tag darauf gründeten sie die Gemeinde. Sie nannten sie Wienerburg, weil alle aus dem Wienerburgischen stammten. Dieser Name Wienerburg übertrug sich auch ins Saarkirchen und auf allen Landkarten findet man heute den Namen Wienerburg. Ja, wir bauten sich ein kleines Kirchlein, das haben wir letzten Sonntag sehr viel gedacht, da werden wir nicht viel drüber sagen, diese nur 18 Monate. Dann wurde die zweite Kirche eingeweiht, die Fachwerkkirche. Ja, bei der ersten Kirche wurde gerade mit Schule begonnen, 12 Kinder, jetzt waren es schon 24 geworden. Und wie damals ist es heutzutage noch. Kirche und Schule durchschlaggebende Rolle im Aufbau der Gemeinde. Diese ruhigen Aufbaujahre gingen zu Ende 1875. Aus den Nachbarn Swasilands kamen Unruhe. Der junge Prinz Ungolini, der war neidisch, der Vater war gestorben, unsere Regentin schnitt die Kehle ab, das wurde Ruchbar, er und seine Gefolgschaft mussten fliehen. Und wohin wollen die? Hier, in unsere Gegend. An unserem Tafelberg, so etwa 10 Kilometer, vielleicht kann man ihn sehen, ich weiß nicht. Ja, dort gibt es Höhlen, in diesen Höhlen machte er sich zu Hause. Von dort aus belaufte er die Gegend. Schafe, Rinder, mündliche Maisfelder und auf der Missionsstation wurden die getauften Christen getötet. Er wurde zum Schrecken des Mongolertales. Es wurde so schlimm, dass der Pastor Sultan dann zum Schloss mit den Gemeindegliedern, wir machen das in Europa, wir machen bauen ein Kirchenlager. Ja, dieses Kirchenlager, ihr werdet es am vergangenen Sonntag auch schon miterlebt haben, die hohe Mauer, Graben umherum, Kirche in der Mitte, Boden, die Unterkunft. Wenn Not war, sammelte man sich um die Kirche, wenn nicht so große Not war, zog man wieder auf die Fahne. Das wurde später so schlimm, dass man befürchtete, diese Lust würden uns überrennen. Der Pfarrer Böhme schrieb einen Brief an Pretoria, Gott die Regierung, bitte helft uns. Wir sind eine kleine Handvoll Deutsche hier, wir schaffen das unmöglich gegen diese große Übermacht. Doch Pretoria blieb stumm, kam keine Antwort. Sie hatten ihre eigenen Probleme. 1877 wurde Pretoria übernommen wieder von den Engländern. Wie so oft in Südafrika. Ja, aber dann war es englisches Gebiet. Der Vater Böhme setzte sich wieder hin, schrieb den nächsten Brief. Und die Engländer standen dann Köln und Butz mit dem 90. Regiment gegen Fliegenbusch. Sie gruben sich ein Fort aus. Hier kann man es gerade eben noch sehen dort, an meiner linken Seite, keine 20 Meter von uns entfernt hier. Das war Fort Clearing. Wenn man das Bild betrachtet dort, ganz interessant, dass der Weg dort beschrieben wird, aus der Weg von Utrecht über Wienerbusch nach Wellenburg. Es gab eben noch keine anderen Dörfer. Ja, und man sieht so einen Pflichthaus, das war der Wassergraben, den Pastor Sultan zu seinem Haus geleitet hatte und jetzt weitergeleitet wurde zum Kirchenlager und alle Soldaten zuerst auch mit versorgen musste mit Wasser. Dieser Colonel Woods, der wurde auf die weitergeschickt nach Kambodscha, hier blieben nur 2 Kompanien übrig. Das veranlasste große Not unter den Deutschen. Aber zu ihrer Hilfe kam aus dem Kapland von Landsleuten Hilfe. Es waren deutsche Soldaten, die an England verkauft worden waren, um in den Krimkrieg zu kämpfen. Der war zu Ende. Dann wurden sie hier eingesetzt im Ostkapland. Die hörten von der Not der deutschen Landsmänner hier oben und 112 Männer unter Oberstleutnant Schernbrücke kamen hierher zur Hilfe. Der ließ das Kirchenlager noch weiter verstärken, löste die Mauern ums Doppelte, Laufstil an der Innenseite umherum, Schießschaften, Schirme an den Seiten. Ja, es war schon eine kleine Festung. 1879 erklärte England Krieg, der Ansehnliche Krieg. Es wurde so schlimm hier in der Gegend, mit dem Auto heutzutage eine Stunde entfernt,
die Schlachten, die alle hier stattfanden, nötigte unsere Fahne hier, alle ins Kirchenlager zu ziehen. Die 9 Monate saß man eng zusammengefecht dort. Ja, von den engen Zusammenleben und dann natürlich Krankheiten und bald musste man 6 Leichen zu Grabe tragen. Dieses Kirchenlager wurde bei 3 verschiedenen Gelegenheiten angegriffen. Eine dieser Gelegenheiten, die Männer waren gerade alle ausgezogen, mit den Soldaten hier, um den Farmer Müller zu helfen, schnell zu helfen mit seiner Ernte, Maisernte. Im Lager waren nur Frauen und Kinder. Als meine Frau Schwarz über den Hügel von Nibus, dort hinten in der Hügel, vielleicht ist er zu erkennen, herunterkam. Pastor Schulze schätzte die Schar auf 6.000 Mann. Das wollten Frauen und Kinder machen, zogen sich zurück in die Kirche. Und dort unterstützten und flehten wir um Schutz. Die Masse kam näher und näher, umkreiste das Lager, gestikulierten und geschildern und schießen und schreien, laut schreien. Und einige Burenfrauen wurde es unheimlich und sie befahlen den deutschen Frauen, schießt doch, schießt doch. Sie schossen nicht und das war ihre Rettung. Wie Gutes war wahrscheinlich der Befehl gegeben, gab der erste Schuss, dann fließt der erste Speer und fällt die Niedermacher. Ja, es war eine Behütung. So waren es mehrere Behütungen. Aber 2 Helden aus dieser Zeit müssen vielleicht auch noch genannt werden. Es war der Pastorensohn Heinrich Schulze, der vom Lager aus gesehen hat, hier unten, das Villanovita, das nächste Tal an meiner rechten Seite. Das Vieh des Vaters Liebe wurde gestohlen. Er und einige einheimische Hörter sattelten ihre Pferde und bitten ihn um das Vieh wieder zurückzubringen. Kaum waren sie unten am Villanovita-Sumpf, aus überall aus dem Schilf die schwarzen Triebe ausbrannten, wo sie sich versteckt hatten. Vom Lager aus sah man, wie sie umzingelt wurden. Er hätte sich retten können, er wollte einen einheimischen Helfer aber nicht ins Stich lassen. Einem anderen, denen, Larsen, ging es in ähnlicher Weise, dass er auch sein Leben für seinen Hauptmann opferte. Diesen beiden Helden wurde das Kloster Larsen-Denkmal, 8 Kilometer östlich, errichtet. Die wohl erschütterndste Nachricht für die Lage in Sachsen war das Massaker von dem Dombeschlag. 11 Kilometer ungefähr von hier, am Tafelberg, wir haben den Tafelberg schon mal gesehen, unten fließt der Domberfluss, eine Wagenkolonne, Schwebewagen, beladen mit Munition und Vorräten, kamen von Neuschottland durch der Gegend hier nach Lüneburg. Am Domberfluss konnten sie nicht hinüber. Der Domberfluss war ein Flut und sie mussten dort lagen. Oben in seinen Höhlen sah Umberini, der Entlaufene des Martyrtums, was geschah und gedachte, leichte Beute. Im nächsten Morgengrauen hörte wohl einen Schrei der Wache und schon war die Übermacht über die Engländer. In kurzer Zeit wurden 70 Mann auch dort niedergemacht. Hier im Lager erschien eine Handvoll Leute, die Schreckensnachricht brachten. Aber allmählich ging dieser Krieg auch zu Ende. 2 Drittel der Farmwohnungen waren zerstört, Schutt und Asche, alles musste wieder neu aufgebaut werden. Interessant ist vielleicht, dass das Kriso-Farmerhaus nicht angegriffen wurde. Der Kolonist Kriso, der Handwerker, hatte dem Zulu-König damals einen Schuppen gebaut. Und er hatte Befehl gegeben, das Haus des Kolonisten Kriso dürfte nicht anticken. Ja, es folgten wieder Aufbaujahre. Welche Berufe konnte man ergreifen? Und die Jugendlichen damals hatten eigentlich nur eine Transportfrage. Welcher Transportmittel gab es überhaupt? Es gab nur den Ochsenwagen. Ja, von hier aus, die Strecken waren weit, wir nahmen der Schubfahrt von 3 Wochen hin. Botswana etwa 5 Wochen, Wildbadestrand, Goldentdecken dort, auch 2,5 bis 3 Wochen. Einkäufe machen, die Samarisburg,
3 Wochen mit dem Ochsenwagen. Beschwerliche Reisen immer, viele, viel Rauchwild, Blecklöcher, volle Flüsse. Es gibt auch Räuberbanden, die diese Wagen überfielen. 2 Jahre hatten sie Zeit, sich zu erholen vom Krieg, als der nächste Krieg drohte. 1881, der erste Freiheitskrieg der Briten gegen die Engländer. Auch nicht weit von uns entfernt, eine Stunde mit dem Auto, die Schlacht am Amarilberg. Die Wienerburger wurden befohlen, mitzumachen. Die lehnten sich auf und sagen, wir haben uns noch kaum erholt vom Südkrieg. Bitte entschuldigt uns. Wir bleiben neutral. Das wurde ihnen zugestanden, aber mit der Bedingung, eure Kirchenlage müsst ihr schleifen. Demolieren. Sie hatten Angst, die Engländer könnten das im Krieg gebrauchen. Deswegen sieht man auch da oben heutzutage nicht viel. Aber die viele von den Steinen wurden gepackt um die jetzige, die dritte Kirche, und die dort auch sozusagen als historische Mauer. Ja, 12 Jahre war die Fachwerkkirche in Gebrauch, dann wurde die dritte Kirche gebaut. Die jetzige dort unten, 1883, Architekt war der aus dem Film, Soldat, Thompson. Ja, es waren wieder gute Aufbaujahre. Wenn man das Bild gut betrachtet, kann man vielleicht gerade rechts so ein kleines Haus erkennen. Das war das erste in einer Reihe von 4 Kirchenhäusern, die Vorläufer der Schülerheims geben, Internate. Eine ältere Schwester oder eine schwarze Frau wurde dann beauftragt, die Kinder während der Woche dort zu beaufsichtigen, während sie zur Schule gingen. Alle Frauen waren allmählich besetzt hier in der Wienerburger Gegend, es breitete sich immer weiter aus zum Osten. Kirchwege, Schulwege waren zu weit. Es wurde eine neue Gemeinde gegründet. 1884, die Bergener Gemeinde. Die Wittenberger und Peterswil werden wissen, dass ihre Ursprungsgemeinde das ist, woraus sie sich später entwickeln. Ja, interessant ist, dass dort gemeldet ist, dass dort der Wienerburger Glasburg zum ersten Mal einen öffentlichen Auftritt hatte, als Einweihung der Kirche. Ja, die nächste schwere Schlacht für diese kleine deutsche aufgegebene Gemeinschaft war der Kirchenkreis. In Deutschland war die Kirchentrennung schon gewesen, hatte sich alles vorgespielt, das wiederholte sich hier in Südafrika. Unweit der Missionsstation Zonge entstand eine neue Gemeinde, die nannte sich Wienerburg-Hermannsburg, später Braunschweig genannt. Die zurückgebliebenen hier wurden Mitbegründer der Theosisa, freie evangelische Kirche in Südafrika. Mitbegründer mit anderen, natürlich nicht allein. Der zweite schwere Schlacht für die kleine Gemeinschaft, wohl die schwerste, war der zweite Freiheitskrieg der Briten gegen die Engländer, 1899 bis 1902. Zu Anfang ging es gut, die Pastoren hatten den Leuten von den Kanzeln ausgedacht, dies ist euer Vaterland, ihr habt es zu verteidigen. Alle jungen Männer, 16 bis auf 60, zogen in den Krieg und zu Anfang errangen die Siege. Doch dann kamen aus allen englischen Kolonien, Australien, Neuseeland, Indien, Kanada, überfluteten Südafrika mit englischen Soldaten. Es war fast aussichtslos, die Burgen waren sich zum Guerillakrieg. Als Lord Kitchener sah, dass noch immer kein Sieg errungen wurde, befahl er beim Bericht des Programms Scorched Earth, Programm der Erde. Alles wurde gesprengt, alle Farmwohnungen, Nebengebäude, Benzin übergegossen und angezündet. Alle Tiere auf den Farmen, Rind, Schafe, alles getötet, Benzin übergossen und angezündet. Alle Frauen und Kinder lud man auf Wagen, abtransportiert in Konzentrationslager. Verhärtete waren dort grauenhaft. Viele fanden das ihren Tod. Sie kamen auf dieser Krieg zu einem Ende. Man kam zurück auf die Farmen, das fand man nur eine Wüste oder Rad. Aber
ein Trost war hängen geblieben, die Kirche. Wenn auch drinnen geschändet durch Feuer, war die Kirche noch da geblieben. Es musste wieder gebaut werden. Die Pfarrwohnung, wir haben es letzte Woche unten gehört, von so einem Kirchendenkmal, war total zerstört. Es musste eine neue gebaut werden. Aus den vorherigen Jahren, später die Schule, endete man in eine Pfarrwohnung. Weil keine Schule mehr da war, unterrichtete man wieder in der dritten Kirche hier unten. Aber eine zweiklässige Schule wurde aufgebaut, dort oben, wo die alte Schule noch steht. Ja, 1908 kam dann die Bahnlinie in diese Gegend. Das erleichterte den Transport der Farmer. Die Erzeugnisse aus den Farmen, Mais, Rinde, Schafwolle und so weiter. Immer weiter breitete sich die Gegend aus hier zum Osten. Es gab einen Schotten, Alexander Portugal, der wollte eine schottische Siedlung beginnen. Dort wird er häufig gekommen, wenn er Augsburg ist, braucht es nach Luzern, wollte er Schotten ansiedeln, das tat er auch. Aber das ganze Siedlungsprojekt misslang. Alle Schotten verließen die Farm. Und wo sie verlassen hatten, kauften die Deutschen auf. Aber dann alles in östlicher Richtung, viele Lüneburg, viele Braunschweig, kauften sich dort ihre Farmen. Und somit entstand 1923 die Augsburger Gemeinde. Im Bild sieht man die zweite Kirche, 1939 Augsburg. 1934 kam es hier in Lüneburg zum Schülerhafenbau. Das war ein Jahr nach der großen Depression. Wie die Leute das damals schafften, weiß ich nicht, aber sie schafften es. Ja, und dort im Schülerhafen wurde dann das Zuhause von vielen, den meisten Lüneburgern. Die beiden Weltkriege beeinflussten uns nicht so sehr. Wir als Deutsche waren natürlich berufen, die waren nicht völlig schön. Das gab eigentlich unsere Identität. Wir wussten, wer wir waren. Wir waren Südafrika-Deutsche, Deutsch-Südafrikaner, Springbok-Deutsche, Afri-Deutsche, wie man uns gerade nennen will. In den 60er Jahren gab es wirklich sogar einen Bauboom. Es wurde gebaut wie verrückt. Erstens mal der Saal, es folgte dann noch die Schule, die Gemeinde bekam die Tende und aus dem Gewinn noch ein bisschen Schülerheim dazu. Und dann noch 1969 zur Jahrhundertfeier die Kirchenerweiterung, die zwei Seitenschüler. Im Bild sieht man ein Bild von oben, in dem man deutlich sieht, dass Lüneburg Kirche zu einer Kreuzkirche geworden war. Die 80er Jahre. Ja, die meisten unter euch sind ja noch gut in Erinnerung. Es war der Höhepunkt der Apartheid. Es waren gefährliche Jahre für uns. Auf den Straßen war man nicht sicher, ob dort Landminen gelegt waren. Viele Kasselbilder umzäunten uns. Es war unsichere Zeit. Aber hauptsächlich natürlich für unsere jungen Leute. Ab Krieg, diese 2 Jahre, Wehrpflicht ableisten und für viele im Grenzkrieg in Angola. Mussten dort ihr Leben aufs Spiel setzen. Aber in den 80er Jahren, 86, kauften die Gemeinde sich auch eine Gemeindefarm, Wassermiete 12. Diese Farm ist heutzutage gar nicht mehr wegzudenken aus dem Budget der Schule und Schülerheim und leistet bis auf den heutigen Tag noch gute Unterstützung. 1994, es kam zu neuem demokratischen Wechsel, große Euphorie, Präsident Nelson Mandela, Friedens Versöhnung, wir freuen uns alle. Wir sind jetzt hier Staatspräsidenten weiter. Wir haben schon viel Korruption erlebt. Wir haben aber auch 3 Weltmeisterschaften Rugby-Liga gewonnen. Wir haben noch immer unsere Schule, noch immer unsere Kirche, noch immer eine Gemeindefarm generiert, noch immer gerade. Auf den Farmen geht es gut, gute Absatzmöglichkeiten in Japan
und so weiter. Die meisten Leute fahren große Autos, wenn sie Urlaub machen, geht an den Indischen Ozean oder auf ihre Buschstraße fahren. Es geht uns gut. Viel besser als unsere Vorfahren. 2017. Großer Blitzschaden. Nee, letztes Mal 2006. Hier habe ich noch mitnehmen. 2006, ja, eine leere Stimme wird man. Dieser minimalistische Stil in der Kirche. Können wir unseren Altarraum nicht verschönern? Ja, viele Leute wurden zur Rate gezogen, viele Sinne, viele Köpfe, viele Sinne. Doch zum Schluss konnte man sich einigen, oder es wurde auch etwas Schönes, Besinnliches daraus. Wir haben heute unter uns noch einen handheimlichen Niebel, der uns den Hausstand Tisch erzählt. Und wir haben auch unter uns Pastor Dieter Schnappenweg, der uns die Kanzel aufstellt. Altar, entschuldigung. Kanzel dann, Herr Bauer Hamburg. 2017 Blitzschaden, Orgel ist beschädigt. 1954 baut die Steinmann-Orgel. Organisten erlebten Sonntag nacheinander große Überraschungen, was sie schön aus der Orgel kam. Es musste eine neue Orgel her. Und so bekamen wir dann 2017 die neue Jan-Erzener-Orgel. Freuen uns sehr dazu, voll mechanisch, 15 Register, 874 Pfeifen, kann ganz laut und kräftig spielen, aber auch zart und leise. Manches Mal werden unsere Vorfahren sich gefragt haben, wie soll es bloß weitergehen? Doch, es ging weiter. Heute am 1. Advent, 150 Jahre später, sind wir dankbar, wie unser himmlischer Vater uns geführt und getragen hat. Das, was Vater Louis Hans ihnen bei den Zöglingen zum Abschied gesagt hatte, haltet fest an eurem Glauben, an Sprache, Sitten und Kultur, durfte es auf den heutigen Tag bewahrheitet werden. Dankbar sind wir, dass aus dem bescheidenen Anfang dort unten bei der Sohnkirche eine ganze deutsch-lutherische Gemeinschaft entstehen durfte. Auf den zwei anfänglichen Missionsstationen viele Tochtergemeinden und Filialen. Fragt man sich, wie steht unsere Jugend dazu, die fortzuführen? Eines gilt wie immer. Man kann seinen Glauben nicht verehren. Das bekannte Zitat von Goethe: Was du ererbst von deinen Vätern, erwerbst zu besitzen. Tut ihr das? Ich meine schon, ja. Wir haben am Sonntag unsere zwei Gottesdienste. Wir haben unsere Bibelstunde, wir haben unseren Religionsunterricht, in der Schule haben wir unseren Deutschunterricht, wir haben unsere Chöre, Blaschöre, Sängechöre, Flötenchöre in der Schule. Es geht uns wirklich gut, wir sind getragen. So wollen wir uns zum Schluss Gott loben und danken, wie er uns, wie der Psalmist das sagte, auf Adlers Fittichen getragen hat. Ihm wollen wir getrost auch unsere Zukunft anvertrauen. Er weiß am besten, wie sie aussehen soll. Einen ganz herzlichen Dank an Herrn Kurt Gefers für diesen ganz bereichernden Vortrag, den er uns mehrmals an diesem Ort geliefert hat, auch vielfach im Englischen, in der englischen Sprache, und heute uns damit hineingenommen hat. Ihm sei herzlich gedankt und ich bitte nun, dass er auch aus diesem, wo er sehr hart und lange daran gearbeitet hat, das auch aus Dank von der Gemeinde und besonders auch vom Geschichtsteil in Empfang nimmt. Wie schon genannt, waren aber auch mehr Glieder im Geschichtskreis. Der Kreis war etwas größer, aber daraus entstand so ein sogenannter Arbeitskreis vom Geschichtskreis.
Und die trafen sich und wir trafen uns dann in den letzten Monaten, im letzten Jahr mehrmals. Und auch denen möchte ich so ein Buch heute überreichen. Und da sitzen, so wie genannt schon, Frau Eile Niebuhr, Frau Dr. Cordula Niebuhr, Frau Veronika Singenbeck. Und dann möchte ich auch Frau Linda Meyer, ich denke viele kennen, die ist bekannt für die schönen Malereien, und die, also da hinten im Zelt, das hat sie gemalt. Kurt Jesus hat die Skizzen gemacht und gezeichnet und sie hat etwas Wunderbares daraus gemacht und wir möchten dir auch etwas überreichen. Und so ein Buch, was man, um es druckfertig zu kriegen, hatten wir auch jemand nötig, und Frau Reinhold Niebuhr, die sich schon über Jahre auch in der Richtung sich geschult hatte, die war gleich bereit, um auch diese Funktion zu übernehmen, und hat viele Nächte und Tage daran gearbeitet und es ist wirklich zum Schluss gelungen, dass es auch heute das Buch da ist. Ihnen allen hier werden wir es auf eine spätere Gelegenheit zu überreichen, aber diesen Band hier möchte ich jetzt. Frau Reinhold Niebuhr, sie hat noch etwas zusätzlich gekriegt. Ich denke, sie hat oft, ist die Hunger zu Bett oder hungrig aufgestanden und hier ist etwas um nachzuholen.
der Gute hat für uns durch alle Lebenstage, dem ist unser Leben besser anvertraut. Singet froh, wir haben Grund zum Danken, Großes hat der Herr uns getan. Lobet ihn mit allen euren Kräften, macht die Herzen weite Freude, bringt sich an. Ehret ihn, nur er allein ist würdig, ehret ihn mit Herz und Lippen an. Lebet euren Glauben aus und jeder durch den Vater, ihm gehört der Ruhm in alle Ewigkeit. Ihm gehört der Ruhm in alle Ewigkeit. Amen, Amen, Halleluja, Amen. Halleluja, Amen, Amen, Halleluja, Amen. Einige sagen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles war schon gewesen, was noch sein wird. Denn auch ich erkenne Entwicklung, Fortschritt, Hoffnung, wie der Predigtext ja dann auch hieß. Gott sagt, siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Neues entsteht. Manchmal wie unter Schmerzen bei einer Geburt, manchmal wie von selbst wie eine aufkommende Saat. Auch der Gemeinde Lüneburg entstanden direkt noch in der ersten Generation 3 neue Gemeinden. Danke, dass ihr dabei seid. Bis heute sind Gemeinschaftsereignisse immer besonders getragen von diesen Gemeinden, so zum Beispiel das Altersheim Frau Dietersburg mit Demenzzentrum. Nicht ohne diese Zusammenarbeit der Gemeinden zu denken. Dazu gehören auch Gemeinschaftsprojekte, Gewinnschule für Behinderte und so weiter und so weiter. Ich bitte ein Grußwort von den folgenden 3 Gemeinden, einfach hintereinander. Pastor Hugo Vögler von Braunschweig, Augsburg, Heiner Hinze und Wittenberg, Pastor Helmut Paul. Ja, einen schönen Gruß. Ich bin Hugo Viertel, für die, die mich nicht kennen, Nachbarpastor hier. Meine Frau hat mich ermahnt, das ist keine Predigt. Also 3 Minuten. Also sie wird mir irgendwann ein Zeichen geben, wenn es klappt. Also ja, wir freuen uns mit euch als Nachbargemeinde Lüneburg 150 Jahrfeier heute zu feiern. Und ich möchte im Namen unserer Gemeinde sagen, wir freuen uns mit euch und danken Gott dafür. Zweitens auch von unserer Kirche 1. NT, die jetzt Nerke heißt, so ähnlich wie die Nerke, aber ein neuer Name, aber alte Gestalt, auch ein herzlichen Grußwort an euch von unserer Kirche, möge Gott euch weiterhin segnen. Ich möchte einmal persönlich sagen, für mich ist dieser Tag ein besonderer Tag. Auch in Bezug auf die Predigt, aber auch auf die Geschichte hier in Lüneburg. Wir als Familie sind in besonderer Weise mit Lüneburg verbunden, weil ich ein Nachkomme bin von dem ersten Pastor Viertel, der hier in Lüneburg der Pastor war. Und wir auch die Viertel sozusagen von hier kommen. Darum diese herzliche Verbundenheit also mit der Gemeinde Lüneburg von der Familie aus. Darum freue ich mich auch. Möchte ich einfach nochmal sagen, der gemeinsame Anfang unserer Gemeinden, auch unsere Geschichte der Hermannskoordination. Und ich möchte das mit einem Wort Jesu eigentlich darstellen und sagen, Jesus sagt an einer Stelle, das Matthäus 13, 31 bis 32, denn das Reich Gottes ist wie ein Baum, ein Senfbaum, wir würden sagen ein Gummibaum, es ist ein zerlegter Baum für euch aus Deutschland. Es ist eine ganz kleine Saat, aber die wird ein großer Baum. Wenn wir das als Bild uns vor Augen führen, dann sagen wir kommen aus dem gleichen Stamm. Nicht? Jesus Christus ist das Fundament, Jesus Christus sind die Wurzeln, von dem haben wir eigentlich die Missionsaufgabe bekommen. Und daraus sind Stämme entwickelt, Blätter und hoffentlich auch Frucht. Da ist viel Frucht entstanden, wenn man die Leute heute hier sieht, uns als
was nachkommt, möge diese Frucht in der Missionsarbeit weitergehen. Dass wir Frucht tragen und wir können gemeinsam arbeiten. Das tun wir schon. Ich möchte einfach auch einen Dank aussprechen, dass wir mit der Gemeinde Lüneburg in besonderer Weise auch zusammenarbeiten können auf Missionsebene. Das sind 3 Missionsgemeinden entstanden, vor kurzem eine neue. Also Gottes Geschichte geht weiter. Ob es in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde ist, Gott baut sein Reich. Und wir tun das gemeinsam, ob wir Nerster sind, ob wir Tiefer sind oder wer wir sind in Gott gegründet. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, besonders euch auch als Gemeinde Lüneburg, Gottes Segen, möge der Herr uns weiterhin segnen. Vielen Dank. Guten Morgen, liebe Festgemeinde. Liebe Gemeinde Lüneburg, im Namen der Gemeinde Augsburg möchte ich euch ganz herzlich zum 150. Jubiläum gratulieren. Auch von unserem Pastor Frank Schütte schickt herzlich Grüße, er kann heute leider nicht mit dabei sein. Ja, wenn man zu einer 100-jährigen Feier eine Person eingeladen wird, dann freut man sich und man ist dankbar, dass diese Person so alt werden durfte. Aber man hält auch die Realität im Sinn, dass irgendwann geht das Weltliche zu Ende. Zu einer 150-jährigen Geburtstagsfeier, eine Person wird noch keine von uns hier eingeladen. Wir sind mit euch dankbar, dass ihr als Gemeinde schon über Generationen hinweg bestehen dürftet und noch immer aktuell seid. Aber trotzdem haben wir dann immer die Sorgen. Wir haben in der Predigt von Pastor Schnackenrecht gehört, wir machen uns immer Sorgen, wie soll es weitergehen? Wir machen das in unserem Beruf, in unseren Familien, aber auch in den Gemeinden. Und ich glaube, diese Vorfahren oder die Gründer der Gemeinde, die hatten auf jeden Fall viel mehr Grund zu sorgen als wir heute. Und Samuel Zeitweg hat den Gesang geschrieben, und ich zitiere: Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht umgehen. Ich finde diesen Gesang besonders ermutigend, in dem Sinne, dass wenn Christus der Mittelpunkt einer Gemeinde bleibt, dann wird sie ohne seinen Willen auf jeden Fall nicht umgehen. Wir sind als Nachbargemeinde dankbar für die gute Zusammenarbeit, die wir mit euch erleben dürfen. Das ist uns viel wert und wir hoffen, dass es auch weiterhin so bleiben kann. Wir wünschen euch Gottes Segen und wir sind zusammen mit euch dankbar für die Zukunft. Dankeschön. Auch wir als Gemeinde Wittenberg freuen uns mit der Gemeinde Lüneburg in diesem besonderen Ereignis und dazu ein Vers aus Epheser 2, 19 und 20. So seid ihr nun nicht mehr Gäste oder Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Ja, mit diesem Spruch grüßt euch die evangelisch-lutherische Gemeinde Wittenberg herzlich und freut sich mit euch an der Gnade Gottes für diesen besonderen Tag und für die 150 Jahre besondere Geschichte. Wir sind dankbar, dass Gott euch in dieser Gemeinde durch viele Jahre hindurch mit seinem Wort bewahrt und begleitet hat. Hier haben eure und unsere Vorfahren eine Heimat gefunden, nicht nur als Bewohner dieser Gegend, sondern als Hausgenossen bei Gott. Hier haben viele durch das heilige Wort und durch die heiligen Sakramente Zugang gefunden zu unserem himmlischen Vater, haben Frieden bekommen in Christus, der unser Friede ist. Ja, möge Gott euch weiterhin mit seinem Wort der Apostel und Propheten begleiten, dass ihr ein festes Fundament habt, wo Christus der Eckstein ist. Möget ihr hier nicht nur als Mitbürger der Heiligen eine feste und bleibende Heimat finden, sondern auch anderen hier eine Heimat bieten, indem ihr euch als treue Zeugen unseres Herrn Jesus Christus bewährt. In diesem Sinne wünschen wir euch Gottes Segen für die Zukunft. Vielleicht weißt du es noch lange nicht. Wir bitten die Kirchengruppe, bitte sich hier vorne aufzustellen.
Von diesem Ort aus werden unzählig viele Kirchen und Gemeinschaften geformt, von Gemeindeträgern, die durch die Globalisierung in der Welt zerstreut sind oder besser gesagt gesandt werden. Einige kehren zurück an diesen Ursprungsort ihres Glaubens, der Kultur und der Gemeinschaft. Engagierte Christen schreiben das nächste Kapitel, sei es als Haushilfe am Herd, als Professor an der Universität, als Bauer zu Fuß auf dem Ackerfeld oder als Wissenschaftlerin im Labor. Wir sind uns verwoben und verbunden mit den Glaubensgeschwistern vor Ort und weltweit. Dankeschön, liebe Schul- und Gemeindeklötengruppen, wir freuen uns auf euer Unterstützung. Unsere nächsten 3 Grußworte. Wir haben schriftliche Grußworte auch bekommen von dem Botschafter aus Pretoria, Herr Hilsner, von den Gemeinden Kirchdorf, Markus-Gemeinde Freiheit, Oelsten und andere. Aber in unserer direkten Verkiefer- und Nachbargemeinde Hamburg und Freiheit auch jetzt ein Grußwort. Und dann einleitend zur dritten Person. Wie schon gesagt, erstmal muss ich fragen, ob die Person hier ist. Ruben Mongani Lamini, ist er hier in unserer Mitte? Ja, okay, wonderful. Wie schon gesagt, das Dankopfer, die finanzielle Kollekte angewendet werden für Missionsprojekte und Ausbreitung des Evangeliums. Hier und da entstanden andere Gemeinden, einige sind wieder aufgelöst, andere aber florieren. Unter der Schirmorganisation Sombela bemühen wir uns, die Kommunikation von den verschiedenen Initiativen aufrechtzuerhalten und einige Projekte auch selber zu treiben, wie in Schulen und in der Gemeinschaft. Einen begeisterten Mitarbeiter haben wir in Mongani Lamini. Together with sisters and brothers from Braunschweig and Augsburg and others, we are involved in training of devotional leaders, outreaches, early childhood development, mobile clinic, medical clinic, etc. And as the coordinator of Sondela, on behalf of the emerging mission congregations, we welcome them as the third person of the Humboldt and Freiheit Mongani Lamini. Wir bitten Hamburg und Freiheit auch nach vorne zu kommen. Dankeschön. Ich bringe heute ein gemeinsames Grußwort aus 2 Gemeinden. Einmal aus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Hamburg und aus der evangelisch-lutherischen Kirche in Bitlis, eine afrikanisch sprechende Gemeinde. Deshalb möchte ich dieses Grußwort in Afrikaans übertragen. Ons groet ons mede-gelowiges van die evangelisch-lutherse kerk te Limburg en die bekende oproep uit Psalm 103. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof.
Ek wil die Here loof en nie een van sy weldaden vergeet nie. Ons deel in julle vreugde en dankbaarheid dat die Here, ons drie-enige God, hier teen die voet van die Karaberg sy kerk geplant het en dat hy deur middel van sy woord en sakrament hierdie gemeente gebou en onderhou het tot op hierdie dag. Ons bid en vertrou dat die Here ook julle in toekoms sal dra en lei en julle sal seën sodat julle 'n seën kan wees vir almal rondom julle. Dankie. Sehr verehrte Gäste, liebe Gemeinde Lüneburg, der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Seit 150 Jahren nun wird in dieser Gemeinde gebaut. Es gab viele Bauherren, viele Pastoren, viele Mitarbeiter. Der eine hat gepflanzt, ein anderer hat gegossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Ihm war Lob und Dank. Nun wollen wir weiterbauen an und in dieser Gemeinde. Das Fundament, auf dem wir als Kirche, als Gemeinde, als Christen bauen, ist Christus allein. Sein heiliges Wort, das uns ermahnt und tröstet, zurechtweist und aufrichtet, das neue Leben, das er uns in der Taufe schenkt, die Vergebung, die Christus uns in der Beichte zuspricht, sein wahrer Leib, sein wahres Blut, mit dem er uns am Kreuz erlöst hat, mit dem er unseren schwachen Glauben im heiligen Abendmahl stärkt und aufrichtet. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Das ist das einzige tragfähige Fundament, auf dem es sich lohnt, getrost und sicher weiterzubauen. Im Namen der St. Petrus Gemeinde Freilich gratulieren wir herzlich zu eurem 150-jährigen Jubiläum. Wir sind mit euch verbunden durch das gemeinsame Bekenntnis, durch die Gründerglieder unserer Gemeinde, die zum Teil hier aus Lüneburg stammten. Wir sind mit euch verbunden durch die tolle Unterstützung, die wir von euch bekommen haben bei unseren Bauprojekten und bei unseren Fundraisers. Wir schätzen eure Hilfe und wir danken euch von Herzen. Vergehrt euch Gott. Wir wünschen dir, liebe Peter Paulus Gemeinde Lüneburg, Gottes reichen Frieden, ein gutes Weiterbauen auf dem Fundament, welches Jesus Christus der Herr. I would like to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. My name is Bongan Gameni, as I've said already. I would like us to thank you, all of you, that you invite me in this and be part of this celebration. And also I would like to thank our mission committee, our brothers, mission committees from Brandschaft and from Lüneburg to support the work of the Lord from Sondela. As Pastor said, I'm the coordinator of the forum, and I really appreciate that. Your support, and also our brothers who are not even here, who are busy in their congregations, they've said also, I must thank you for that. I would also encourage all the farmers that they encourage this thing of morning devotion, that they do morning devotion every morning, because it is changing our area and also the atmosphere in our area. That's why we said our group, we called our group Sondela Group, that all of us we take hands, black and white, that we come together, because we need one another. The Lord be with you. Thanks. Thank you very much, Father Bongani. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns ein bisschen aufsehen. Das nächste Lied. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Wir singen einfach alle 4 Verse unter Posaunenbegleitung sehen. Thank you.
Jetzt bitten wir die Pastoren und die Vertreter, die eben Grußworte gesagt haben, auch wieder auch nach vorne zu kommen. Als erstes unseren Bischof, Dr. Pastor Dieter Reinsdorf. Das eine ganz persönlich und das andere für die Synode. Der Gemeinde. Als nächstes bitte ich Frau Ingrid Scharlach, auf dieses Tuch, diese Festschrift in Empfang zu nehmen. Unseren vorigen und verstorbenen Pastor Scharlach, Günther Scharlach, der war in den ersten Jahren, in den 20 Jahren, seit 1969 bis 1989 hier und freuen uns, dass auch Sie hier sein können. Als nächstes Pastor Matthias August, der dann auf Nachfolge kam und etwa 10 Jahre hier war. Und dann Pastor Dieter Schnackenberg aus Kasteln, für etwa 18 Jahren und kriegt ein zweites Buch, aber auch aus die vom Geschichtsteil. Dann bitten wir auch Pastor Hugo Pilze, Pastor der Hirte der Gemeinde Braunschweig, auch diese Festschrift in Empfang zu nehmen. Dann Herrn Arne Hinze, hier steht Schwanschütte, aber wir wissen, wo die Adresse ist. Und dann als letztes in diesem Abschnitt ist Pastor Helmut Paul von der Gemeinde Wittenberg. Unsere Missionare, die wir hier so von dieser Gemeinde auffinden, sind unsere Gemeindeglieder, unsere Kinder. Sie gehen in aller Welt. In enger Zusammenarbeit mit der Schule und Schülerheim ist und bleibt ein Kernwert der Gemeinde Bildung. Wir sind dankbar, dass wir einer der besten staatlichen Grundschulen auf diesem Gelände haben dürfen. Der jährliche Lüneburger Basar und sonstige Projekte gehen zugunsten dieser Schule bzw. zugunsten der Kinder und in dem Dienst dann auch der Kirche der Welt sehen.
Die Lüneburger Schule wird nächstes Jahr 2020 dann ihr 150-jähriges Jubiläum feiern. Stellvertretende Schuldirektorin Erika Niebuhr, sie wird das erste Grußwort sagen. A household name in the provincial government is Dr. Tulani John Booley. He grew up in this area, went to a typical farm school, and with the assistance of Lady Monica Geber, former teacher of Lüneburg Primary School, proved himself as a distinguished student and reached his doctorate degree at the University of KwaZulu-Natal in Durban. He added numerous qualifications from various institutions and is presently lecturer at the university and is also involved in various community projects. Second speaker, we welcome home Brother Tulani. Is he here? Yes. Yeah, okay, wonderful. And then the third one, als letzter, aber auch irgendwie als besonderes Grußwort von der Mission. Das war, Sie haben es gehört, das war die Hermannsburger Mission unter Louis Harms, die viele unserer Urgroßeltern hergebracht hat, die unser Zusammenleben hier geformt hat. Später war es die Fleckmarer Mission, die für die Verbindung zwischen Deutschland und Südafrika hier sorgte, viele Missionare sonnte und als eine große Schubkraft bei vielen Projekten mitwirkte. Missionsdirektor Roger Stieger würde auf jeden Fall hier dabei sein wollen, aber nach seinem Aufenthalt in Malawi ist er leider krank geworden, erholt sich zurzeit in Durban. Als Vertreter der Mission heißen wir dann auch willkommen Missionar Thomas Benecke unserer Mitte. Diese drei Sprecher bitte ein Grußwort. Erika Klute. Inzwischen schon die US. Ein Grußwort auf Afrikaans zu haben. Also, liebe Lüneburg Gemeente en lieve gasten, namens Lüneburg Primaire School wil ons vandag ook 'n woord van gelukwense vir viering van die 150ste bestaanjaar van hierdie gemeente uitspreek. Die wete dat die skool minder as 'n jaar later deur die gemeente gestig is, maak hierdie vieringe ook vir ons van groot belang. Ons is saam in die geskiedenis verborsel en ons skool is gegrond op die Christelike waardes van die kerk. Op 'n daaglikse basis ervaar ons die ondersteuning van hierdie gemeenskap en ons is van harte dankbaar daarvoor. Die skool is nie net 'n akademiese instansie nie, maar ook 'n spreekwoordelike sendingstasie wat uit hierdie gemeente voortspruit. Die leerders word in die lieflike geloof onderrig en kan sodoende die woord in die wêreld indra. Die fondasie wat deur die geskiedenis aan die skool gegee is standvastig genoeg om 'n bedrywende toekoms te bou. Ons is dankbaar dat die gemeente se steun ook in die skool kan voortleef en ons bid dat God hierdie verhouding tussen skool en gemeente verder sal benut tot die verheerliking van sy naam. Dankie. My apology to stand between you and lunch. I was not reading my own 30-page document. Protocol as observed. I understand that the bishop here, as well as pastor here, as well as the congregants, receive my greetings. I'm honored to give words of welcome from Lüneburg community to this august occasion. Nature teaches us that we must be interdependent and interrelated. Zulu people say, umuntu ngabantu.
I am here because I was shaped by these people who were coming to this congregation. And I will not number them because it will take a whole day. But we are grateful for Lüneburg congregation because each and every one of you had contributed to the Lüneburg community. In 2017, I went to Deutschland to celebrate 500 years of Martin Luther and Lutheran Church, the Kemmensberg mission. And I had time to just to kneel and thank at St. Luke. Thank you to Ryan Hildebrand for organizing that. And my tears rolled just on my chin thinking about the work of Louis House. We are all here fruits of Louis House. And all what we are learning is obedience. Those men and women who just came with Kandasi could not go back. They went straight. Louis House didn't come here, but they listened to the instructions. We, Lüneburg community, want to thank you. Your grandfathers and grandmothers, they built school for us. We are able to read and write. The work of God continues up to this minute, we see. Today, we see that we've got about 26 primary schools in the black community. The Holy Spirit is working. Lutheran, I was not a Lutheran, by the way, but the truck of Mr. Bodo gave us, took me to the Lutheran church. Then I find myself going to September all the way to university in America and lecturer as a professor, then come back. One thing we have learned out of these 150 years from you, you have taught us good values, good ethos, hard working. This is what we need in our community. Above all, we want in advance to thank you for forgiving us. So we gave you names, Zulu names. Each one of you has got Zulu name, I can tell you. That is the culture of Zulu people when they adopt and come together and to adopt you. They give you Zulu name, even your farms have got Zulu name. We like to thank, we acknowledge that there are things that are happening in the community. Now, some of you are busy also helping our black Lutheran church. Some bills, I heard stories from the pastors. They contribute even to the shelters of our pastors. We like to thank you for everything that you are doing. In Zulu culture, you don't go empty-handed. We have a mayor here. A mayor, our community here, they provided jobs for our people, but they are at a very primary level. We need agro-processing. If Lüneburg in Deutschland can promise us that they will open a big factory, yes, Lüneburg will be very happy. I foresee that this relationship should happen, Mayor, that in the next coming months, a team from Lüneburg, South Africa must visit you and come up with a strategy as to how to grow this Lüneburg of ours to be a city like yours. Can I ask Bongani and Beth to come with the gift so that I can give? Sorry for taking long. But we cannot ignore that in our presence we've got visitors, especially the secretary. I will give you a basket so that when we get correspondence, you put them as a priority from Lüneburg.
Thank you so much, all of you. Thank you. I recognize there is my chef here, Tata Veronica, when I was at Sinatamba. And also, thank you to the community at Deutschland. There is Albert, Rappen. Yes, Rappen. I went there to say thank you also for what they were doing for us. Otherwise, we could not, in this place, we could not even have a person holding a Dose 23. Those are the people who assisted us. And also thank you to the Schwarzwald for coming up with Sinatamba and all the people here who contribute, especially Luneberg congregation. They gave us offering. Thank you. Dankeschön. Can I get the mayor, please? Trevor, please come and help. Whoever prevents the economy to come to Luneberg, this site mayor, you must fit with an appeal. A symbol of honor to you. Thank you. I promise to give the secretary the bow. So whatever correspondence comes to Luneberg, please put as a priority. The school councillors, can you please, when you think this is just, yeah, you will steer the council towards us. Let me do this. Yeah, I want to give to this, if they are tired. Yeah. Just make them sit down. Okay? When the mayor is tired, make him sit down. Thank you. I greet you in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ich grüße euch herzlich im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, als Sohn dieser Gemeinde, als Repräsentant der Mission Lutherische Kirche und auch als Pastorleiter der Gemeinde Newcastle. As a representative or child of this congregation, as a representative of the mission of Lutheran churches, and as a pastor and missionary of the congregation in Newcastle, the Evangelical Lutheran congregation. We said in some ways it all started with the mission, and at least the words of greeting also end with the mission. Thank you for this opportunity. And I greet you with a verse from the prophet Nehemiah, the book of Nehemiah, chapter 8, verse 10. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Do not be afraid, do not be dismayed, for the joy of the Lord is your strength. Wenn wir die Geschichte von Gottes Volk angucken, hat Gott auf einem Zeitpunkt seinen Leuten alles weggenommen, was ihnen eigentlich wertvoll war, oder viel von dem weggenommen, was ihnen wertvoll war, was er ihnen eigentlich auch versprochen hatte. Ihr Land, ihre Sprache, ihre Kultur, ihre politische Macht, ihren Tempel, das hatten sie alles verloren. Und es war ihre eigene Schuld gewesen. Sie hatten überholt, waren sie nicht gehorsam, sie hatten nicht gehorcht. God had taken away all those things that were really precious to them, and many of those things, their land, their political power, their culture, their temple, because they had repeatedly disobeyed him, even though he had reminded them of who they were, they knew who they were, even though he had reminded them of what they had done wrong.
But now, after a couple of generations, he brought them back to that promised land. Nach einigen Generationen hat Gott seine Menschen wieder zurückgebracht in das gelobte Land. He gave them back many of these things which had been so precious to them. Their language, their culture. They could even build a temple. They were able to build a wall around the city, similar, probably a bit bigger than the one around the universe. Sie konnten wieder viel von dem bekommen, was Gott ihnen schon vor dem geschenkt hat. Ihre Sprache, ihre politische Einfluss, ihre politische Macht. Sogar die Mauer konnten sie wieder bauen, den Tempel konnten sie wieder bauen. And last but not least, and very importantly, he had given them his word. The word of Moses, the law of Moses, and also the word of the prophets which had been gathered in Israel. And so they could now gather around this precious gift, around this word of God. Sie konnten sich versammeln und diesen Wort Gottes, 5 Bücher Mose und auch die Bücher der Propheten. But if we read those books, Ezra and Nehemiah, we see that the frustrations didn't end for the leaders of those people. Wenn wir das Buch Ezra und Nehemiah, die Bücher lesen, dann merken wir, dass die Leiter diese vom Volk Gottes immer noch sehr viel Kummer hatten. They were often dismayed at their people. And in the middle of this whole process where the leaders are dismayed and things are not working out like they had planned, die Sachen funktionieren nicht ganz, wie sie es sich gedacht haben. Die Mauer ist nicht bei allen Leuten so kommen wie heute auch, wenn man eine Mauer baut, freuen sich nicht unbedingt alle Menschen drüber.